Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 28 von The Legend of Heroes Trails in the Sky, the Third. Ich muss gerade selber überlegen, weil das ist The Legend, Leute, ihr könnt es verstehen, ne? Wenn ihr das parallel aufnehmt, beziehungsweise parallel spielt, da kann man schon mal durcheinander kommen. Wir sind immer noch in der monochromen Schulwelt, die wir noch aus den anderen beiden Teilen kennen, die jetzt ein bisschen anders ist, und wir sind immer noch auf der Suche nach schwarzen Rittern, die wir wegballern, um wieder Farbe in die Welt zu bringen. Also so ein bisschen Pleasantville fürs Trails-Fans. So. Wir haben eigentlich nur noch ein Gebäude, ne? Wir haben in der letzten Folge alle Gebäude und eine Tür geschafft. Ach, guck mal hier. Eine Truhe. Weswegen ich guter Dinge bin, dass wir vielleicht in dieser Folge auch ein bisschen mehr schaffen als nur Story oder nur Tür. Wer weiß. Hängt auch so ein bisschen davon ab, wie die Tür ist, ne? We ran out of ideas for messages, so take this treasure instead. Okay. Danke. So, da haben wir die nächsten schwarzen Ritter. Die ballern wir natürlich weg. Macht mal, was ihr wollt. Wir sind ja, vor allem, das ist nur eins von 4 solcher Speziallevels, ne? Wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir auch noch eigentlich auf der Herb Royale, der Scenic Route da sind. Entsprechend, das wird noch uns noch ein bisschen beschäftigen. Jetzt wisst ihr auch, warum das Kapitel 6 so vergleichsweise lang ist. Also es ist wirklich, gerade wenn man so dran denkt, dass er in manchen Kapiteln wirklich einfach nur so ein Dungeon war, durch den man einmal durchgelaufen ist und dann war gut, ist es schon ordentlich. Und ja, ich laber jetzt einfach hier so ein bisschen drüber, weil es passiert jetzt erstmal auch nichts Spannendes. Solange wir halt nicht irgendwie eine krasse Truhe oder eine Tür finden, besteht dieses Level gerade mehr oder weniger daraus, rumzulaufen, den Roten in Ruhe zu lassen. Den Fehler mache ich nicht nochmal, keine Sorge. Und die schwarzen Ritter wegzuballern. Da ist noch einer. Zack, zack. Da haben wir doch jetzt eigentlich einen ganz guten Flow, ne? Zack, zack und tschüss. Das war's. Ja, gut. Das war's aber noch nicht, also muss es irgendwo noch einen schwarzen geben. Ah, auf jeden Fall gibt es ja auch eine Truhe. Sehr schön. Serum Capsule. Die kann man immer gebrauchen später, zumindest. Weil wenn das so ist wie in Second Chapter, dann wird auch hier der Endboss wahnsinnig viel schwerer sein. Ihr wisst denn, dass wir selbst mit überlevelten Figuren echt gebraucht haben. Also ich musste ein bisschen mehrere Versuche. Ich glaube, ich habe das zusammengekürzt sogar. Bin ich mir nicht mehr sicher, aber ich glaube schon. So, Victims Memoirs. I ate my friend today. What else was I supposed to do? I was starving. We both were. And there's no food here. So we decided together that one of us should try to live just a little bit longer. Ja, das ist ein bisschen traurig. So. Aber bevor wir hier in Agony ersticken, wollen wir erst uns mal mit einem Kampf beglücken. So und nicht anders. So. Das müsste es jetzt aber gewesen sein. Schauen wir mal. Ja, Tatsache. Okay, damit haben wir hier auch wieder Licht reingebracht. Jetzt bloß nicht den roten wieder angreifen, das hatten wir schon mal. Das müsste es doch jetzt aber gewesen sein, oder? Habe ich irgendwas übersehen? Nee, oder? Hier war ich. Ach, ich muss wahrscheinlich draußen auch noch die schwarzen Ritter alle wegballern. Ja, nur den roten nicht. Okay, da ist aber ein roter. Dich mag ich nicht. Surprise Attack. Nee, lassen wir uns gar nicht drauf ein. Tschüss. Ich sehe hier aber auch nichts. Da ist ein schwarzer. Oh je. Oh Gott sei Dank. Das Ding ist, dann würde ich nämlich, glaube ich, alle EPs verlieren. Gar keinen Bock drauf. Jetzt gerade gar nicht mal so notwendig, aber ich fände es schon angenehmer, wenn es nicht so wäre. So. War es das denn schon? Nein, ich muss noch mehr finden. Also wir müssen hier draußen die schwarzen Ritter noch wegballern. Und offenbar haben wir hier noch lange nicht alle gefunden. Da ist noch einer. Zack. Sind aber auch teilweise echt gut versteckt, die kleinen Biester, ne? Ja, guck mal, haben wir einen weg.
2 weg. Und 3 weg. Waren es das jetzt alle? Ich weiß halt nicht, ich habe letztes Mal gar nicht darüber nachgedacht, dass hier draußen ja auch welche sein müssen. Aber guck mal, wir haben ja auch draußen jetzt alle schon geschafft. Das heißt, das hier haben wir jetzt erstmal geschafft. Und jetzt nur nicht von den Roten ins Boxhorn jagen lassen. Und schnell hier durch, wie der Wind. Academy Backroad. I almost thought you guys weren't gonna show up. Okay. Man möge mir übrigens verzeihen, wenn ich Schnupfen oder so habe. Hä? What? The Ravens? You guys look like you've just seen a ghost or something. That's surprised to see us here, huh? Who are you guys? I've never ever even seen you before. They're a bunch of delinquents from this group that hangs around your ruin called the Ravens. What you guys doing here? Damned if we know. All of a sudden we just were. Wait, are you implying we're not real by the looks of it? We're just imitations of our real selves created by someone or something to do battle with you. That's all we're here for. So you're copies of real people created here like Celeste then? Although unlike her, it was the Lord of Phantasma that created you, maybe. And if that's the case, you're not gonna let us go without a fight, huh? Can't say I've got anything against you guys, but fighting you is what we're here for, so yeah. Direkt jetzt mal Vorschmalz bekommen. And if we can't go against it, we might as well enjoy it. Time to show off how much stronger we've gotten since that red-headed bastard started working us to the bone. God, it must be a real slave driver to fire you up this much. If we have no choice, then let's fight with all we have. Und hier ist jetzt der Punkt, wo dann doch wieder die eine Tür Sinn ergibt. Ne? Ich habe ja gesagt, ist so eine Nebengeschichte, die ist ganz nett, aber nicht notwendig. Macht aber dadurch, dass wir das in der Hauptgeschichte treffen, so ein bisschen nachvollziehbarer, was hier passiert ist, warum die jetzt plötzlich davon sprechen. Würden wir diese Tür nicht gemacht hätten, dann wüssten wir nicht, wovon die reden und was sie damit meinen. Und damit ist es schon wieder ganz cool, dass es auch drin ist. Ne? So. If we have no choice, then let's fight with all we have. Can't help but wonder how we of all folks ended up being created here to fight you. I guess this is just fate or something? Just don't even think of holding back. Come at us with all you've got. Right, you've got it. You got it. Das ist ein Moment, da würde ich jetzt tatsächlich einfach meine S-Craft einsetzen. Entschuldigung. Einfach weil. Also wir brauchen sie sonst zu selten, weißt du? Weißt du? Wisst ihr? Zack. 6000 hat er noch. Das müssten wir doch eigentlich gut hinkriegen, wenn wir jetzt alle einmal draufballern, oder? 6000 ist gar nicht so viel. 3000, 2000. Wenn sie drankommt, müsste es reichen. Jawohl. Sehr schön. Ja, das war doch gut. Hat uns jetzt zwar 2 S-Crafts gekostet, aber meine Güte, muss auch mal sein, ne? Crud. Whew, you got us good. Looks like we're gonna have to get a hell of a lot stronger if we wanna rank up to being senior braces. Hey, there's no need to be hard on yourselves. You put a damn good fight. I agree, you did very well. Yeah, you guys really went all out. I'm surprised you ended up becoming braces, but you've shown you got what it takes in my eyes. Oh, praise from Estelle. Now there's something that'll put me on cloud 9 at least for a week. For at least a week, so. Either way, it looks like our role in this world is over now. We've got no way of telling if our real selves are even gonna be aware of what happened here. But well, if you run into us in the real world again, say hi, okay? Don't get cocky cause you won though. The guy waiting up ahead is nastier than we could dream of. You're not gonna stand a chance if you don't give it everything you've got. Okay, also erwartet uns noch ein Bosskampf, was natürlich logisch ist, wir ja noch die komplette das alte Schulgebäude noch haben. They just vanished. They left us with some pretty useful advice at least. Anyone else feel like the purple-haired guy's parting words were on the ominous side? We're heading towards the old schoolhouse, right? That's right. It's a stone building that was used by the academy until a few decades ago.
a few decades. Ich krieg die richtige Intonierung nicht hin, Leute. It's no longer in use these days. I'm not sure who Rocker was referring to, but it sounds like we should make sure we're ready before going inside. Ja, das finde ich auch. Die viel wichtigere Frage ist doch aber, gibt es hier noch Kisten, hier, Truhen? Ja, da unten, natürlich. Natürlich genau da, wo ich nicht hingehe. Tadam. Ich habe nämlich meine Karte nicht offen, wisst ihr? Ich suche mir ja gerne mal Karten raus, damit wir in diesen Let's Plays nichts verpassen. Ich habe es vergessen, das ist ein Problem. Serum Capsule, das war nicht schlecht. Das ist wieder eins von diesen Geschichtlein. Für alle, die es vergessen haben, es gibt dieses Mal eine komplette Geschichte in diesen Truhen. Ich finde es blöd gemacht, weil es so versprenkelt ist und man muss sich das theoretisch wirklich mitschreiben, sonst hat man gar keine Chance zu folgen. Okay, hier ist jetzt nichts mehr, da oben auch nicht. Und so cool die Idee ist, ich finde es schwierig, das zu machen, wenn man sich das nicht aufschaut. Also einfach ist es wirklich, geht ins Netz, geht auf die Kiseki Trails Wikipedia-Seite. Da findet ihr das einfach am Stück runtergeschrieben. Ist viel einfacher zu lesen. So. I've been anticipating your arrival. Okay, wer denn? Ah, what the? Philip? Ja. Congratulations on your victory outside. And now that you have done so, I will be serving as your next opponent. I'm assuming you're a copy of the real Philip too? Indeed I am. And because of that, I've no choice but to point my blade at even you, your highness, knowing full well how unforgivable that act is. Chew. Okay. As the first guardian, I, Philip Runwell, the Sword Fox and former captain of the Royal Guard, challenge you to battle. I've never thought I'd see the day we'd have to fight against Philip. I prayed this day would never come. After all you've done for Duke Dunnan, it brings me great pain to be forced into this position. Still, this is apparently how fate would have it. I beg that you don't hold back on my account. Wouldn't dream of it. If it's something we gotta do anyway, then I'm gonna go all out. Well, you were able to hold your own against foreign forces at once, so your skill must be something worth boasting. That's why I won't be holding back. Ha ha ha. I think you overestimate my abilities. Still, I'll do what I can to be a worthy opponent for you. Very well. If this is how it must be, I won't hesitate. We accept your challenge. Ja, und ab geht die Luzi. Auch hier wäre jetzt tatsächlich eine S-Craft cool gewesen, mit der wir direkt... Ich bin mir aber nicht sicher, ob die nicht nochmal auftauchen, wenn ich die nicht kaputt mache. Wir werden es gleich sehen. Ich würde mich tatsächlich erstmal mit allen außer Joshua auf... Oh, schauen wir mal, wie viel das draufhaut. Ja, es geht ja sogar. Auf die anderen hier, auf diese kleinen konzentrieren. Aber ich weiß halt nicht, ob ich die wegmachen muss oder gar nicht. Wir werden es gleich sehen. Und Joshua haut weiter auf Philipp drauf, weil er einfach am meisten austeilt. Schauen wir mal. So, er hat schon mal keiner erwischt, das ist gut. So, guck mal, und Kevin hat jetzt direkt wieder den hier. Und vielleicht reicht das ja schon, um zumindest... Ja, es wird nicht reichen, um die auszuschalten, aber es wird gut Schaden machen. Und wir haben ja auch immer noch Chloe für, wenn es zu krass wird mit dem Energieverlust. Okay. Ja, und Kevin erreiche ich natürlich nicht. Shit. Blöd gelaufen, aber so ist das Leben. Können wir nicht ändern. Okay. Zack. Siehst du, einen schon mal weg. Du haust weiter auf Philipp drauf. Und wir hauen diese Kleinen weiter weg. Ich bin mir, wie gesagt, noch gar nicht sicher, ob das überhaupt was bringt, was ich hier tue. Aber so ist das Leben. Voller Enttäuschung. Okay.
Kevin müssen wir jetzt wirklich mal langsam heilen. Kannst du das vielleicht selber? Jawohl, kannst du. Mache doch. So, damit haben wir unser Sorgenkind eins schon mal weg. Gehen weiter auf Philipp drauf. Joshua hat auch wieder eine S-Craft. Die setzen wir direkt ein. Und daran merkt man übrigens auch, dass auch die Bosskämpfe später auf jeden Fall nicht einfach werden. 4000, 6000. Gehen wir auf ihn drauf. Mit ein bisschen Glück. Nee, kriegen wir nicht hin. Aber vielleicht reicht es trotzdem noch. Das nicht. So. Ja, mach mal. Das Teil geht weiter hier drauf. Siehst du, den haben wir jetzt schon mal weg. 8000. Da drauf. Das ist völlig noch im Rahmen. Bin ich vollkommen cool mit. Du gehst weiter auf Philipp drauf. 6000 nur noch. Guck mal. Easy peasy. So, du weiter da drauf. Chloe könnte den jetzt, glaube ich, auch völlig kaputt machen. Jetzt siehst du, wir müssen sowieso alle wegballern. Dann passt's doch. 88 oder ihn hier. Nehmen wir ihn. Das erscheint mir irgendwie ein bisschen logischer. Ja, das war auch besser. So, dann bitteschön. Und das war's. Das war doch, also gemessen an dem, wie es hätte werden können, war es doch richtig gut. Aber da sieht man mal, hohe Level allein bringen hier reichlich wenig. So. Perhaps this was inevitable. I'm simply not young enough to pose a challenge to you anymore, I feel. You've got to be kidding me. Can only hope age is that kind to me. Your strength is nuts. Yeah, that was unbelievable. It's no surprise those enforcers struggled against you, that's for sure. There's no need to try and flatter me. Regardless, while I may not have been able to pose a challenge to you, I am sure the other Guardians will. Be sure not to let your guard down against them even for a moment. We'll bear that in mind, Philip, thank you. Now, if you will all excuse me, I think it's time for my depart. Once I disappear, the next path should open. It is my hope that you will all overcome the remaining trials and return from this place safe and well. Tschüss. Mach es gut. War schön mit dir. Ach, guck mal. Das heißt, die Welt haben wir jetzt prinzipiell fertig, aber wir haben ja dieses Haus noch nicht zu Ende untersucht. Das heißt, hier können sowohl noch Truhen als auch eine Tür sein. He's one hell of a tough butler. Indeed. Is everyone ready to move on to the next area? I'm guessing we'll be able to access that from the scenic route like we did this one. Let's go see which of the other monuments has activated. Got it. You got it. Okay, hier kann ich schon mal nicht drehen, aber wir haben ja hier noch Schulklassenzimmer zu untersuchen. Okay, hier schon mal nix. Hier vielleicht. Nee, auch nix. Genau, hier geht's ja auch noch lang. Hier ist einmal nix. Warte mal, was ist denn da hinten? Guck mal, seht ihr das? Da oben links in der Ecke, da wurde auf jeden Fall irgendein Raum hingelegt. Also auf dieser Karte ist auf jeden Fall noch ein anderes Zimmer geladen. Das ist manchmal eher ganz witzig, wie das angeordnet ist. Hier ist auch nix. Ja, soll es denn die Möglichkeit sein? Wir haben hier tatsächlich nichts. Doch, guck, eine Truhe hat sich schon gelohnt. Punisher. Ja, wieder Geschichte. Nochmal hier der Hinweis, guckt es euch wirklich in Ruhe an im Internet. Ist wesentlich einfacher. Weswegen ich mich zum Beispiel auch super freue, dass in der Trails into Reverie Special Edition, die ich vorbestellt habe, ja, sowas mache ich auch noch. The words rent and end combine to make what exactly? Be sure to keep this hint in mind. Okay. Dass da ein Buch wirklich physisch als Fassung ist, also es wird wahrscheinlich eher so ein Booklet sein oder so, schätze ich mal, weil so umfangreich sind die Geschichten hier in Bücherform nicht, selbst wenn sie im Game dann doch ein paar Seiten haben. Aber ich finde gerade hier, wo so viel Text ist, das ist irgendwie schöner manuell zu lesen. So. Hier haben wir noch eine Truhe. Also, ich bin so. Did you know Ein's name was originally translated as Anne in the novel Cornelia, but this name dropped the meaning to her name, which is one in German. That's why it's respectfully back to ein now. Also, wenn, dann müsste es eins sein, ne? Naja.
Fast. So, wir haben eine Tür. Schauen wir uns doch direkt mal an. Was haben wir denn da? Happiness comes in many forms and can be interpreted in many ways. Present to me a form of happiness you have obtained. Only then shall the door open. Offensichtlich haben wir es, was immer das ist. Ich würde sagen, rein da. Mal schauen, was wir da finden in dieser Moondoor. Guck mal, dann haben wir sogar in den 2 Folgen 2 Türen sogar noch gemacht. Das ist doch sensationell. I shall grant to you a memory fragment and my blessing. Bin mal gespannt. It was almost time for matron Theresa's birthday. The children were keenly aware of this fact too. One by one they finished their course early and gathered to decide what to do for it. After all the matron always did for them, they wanted to make it an occasion to remember. But they still hadn't decided what to get her as a present. There had to be something out there that was perfect for her, something that would make her really happy. But what? Ja, das ist eine Frage, die ich beantworte mit Geld. Das klingt erstmal sehr kaltherzig und so, aber erstens, man kann sich ein Geschenk selber davon holen. Und zweitens, wenn man ein Waisenhaus leitet, ist es schon ganz gut, Geld zu haben, um für die Waisen dann Essen und so zu holen. Also, ne, in der Hinsicht ist doch wieder gar nicht so schlecht. Und wenn man es nicht hat, dann ist auch einfach eine symbolische Geste, reicht völlig aus. Ne? Versteht mich da nicht falsch. Das gilt nur dafür, wenn man es hat. So, völlig Real Talk hier gewesen. Oh Gott, lass mal lieber wieder ins Spiel rein. Can you finish watering the plants then, Daniel? You can take care of the flower beds, Polly. As for me, I'll go help with the cooking. Then we're gonna decide on what to get the matron as a present? Yep. So let's hop to it. Okay. Ach, Kiddies, ey, ihr seid schon sweet. Now this just leaves Clem. Where is he? He should be back by now. This isn't the first time he's taken forever coming back home either. I wish he'd grow up. Einfach mal mit 5 Jahren schon das Leben zu Ende gespielt. Also. Let me help you with the cooking, matron. Oh, that's quite alright, Mary. I'll be fine. It's good for you to rest up once in a while. I'm always burdening you by having you help me and take care of the children. That's not true. It's not a burden at all. I'm happy to help. Besides, I'm the oldest one here. It's only right that I help out wherever I can. I can't sit around doing nothing when Chloe's so busy in Gronsell either. Well, if you don't need help with the cooking, I'll go and clean our room. Clem went and messed it up again this morning, so it could probably stand to be tidied up some. Leute, was ist schon wieder mit meinem Lesen? Irgendwann kommen wir da wieder rein. Oh, wait. Oh, what was that? I hope Daniel didn't try and water the chickens instead of the plants. I'll go and take a look just in case. So much to do, so much to do. Also Mary ist so ein bisschen so, wie ich mich immer fühle, wenn man Haushalt macht. So, shit, das muss noch gemacht werden, das muss noch gemacht werden. Das ist schon ein bisschen zu früh für ihr Alter, muss man auch mal ganz klar sagen. So, was sagt Matron Theresa dazu? I appreciate that she's always doing so much to try and help out, but I can't help but feel that she's overworking herself a little lately. Ja, in dem Alter sollte man auch eigentlich noch gar nicht so viel arbeiten. Das ist schon ein bisschen doof. Oh, you're back, Clem. Okay. Well, did you manage to buy the decorations we need for Matron's birthday? No, you didn't. Don't tell me you didn't buy anything. Well, I was gonna, but I ended up hearing this real interesting story instead. Okay. Was kommt jetzt? Several hours earlier. Clem in der großen Stadt, in Rouen. Was hat er sich schon wieder gegönnt? Schöne Kamerafahrt übrigens. Ich finde, ich kann das an der Stelle nur noch mal sagen, man merkt so ein bisschen wirklich, dass mit Teil zu Teil es immer so ein bisschen mehr wird. In sehr geringem Rahmen. Dann kommt ein großer Sprung zu Crossbow. Dann kommt noch ein größerer Sprung zu, wie heißt es? Cold Steel. Und bei Kurono, also bei dem Calvert Arc, da ist es wirklich krass, weil sie da auch Animationen und Distanzen zum Beispiel, das sieht so unglaublich gut aus. Das ist kein Vergleich zu dem, was davor war. Also es ist echt, also kann man sich drauf freuen, Leute. Auch wenn die Cold Steel Spiele plus Reverie sind ja 5 Stück, also da müsst ihr ein bisschen durchhalten, aber das kriegen wir vielleicht irgendwann mal hin. A Happiness Stone?
Indeed, it's a magical stone with a golden glow set to bring happiness to those who possess it. I'm sure you're aware of how the goddess created this continent in ancient times. When that happened, her power showered down upon the land as an infinite number of particles, their light radiant and divine. Most of those lights were fleeting, but not all of them. Some of those particles of light remained, hidden by mist in tall mountains. Over time they grew in size bit by bit. And that is the origin of the happiness stones. That's so cool. Isn't it? Still, as you can imagine, it's exceptionally rare that anyone finds one. After all, they only develop in the deepest regions of the tallest mountains. That's not somewhere people go every day. But you say you did? When you went on that expedition to the far north, right? You got it. It was on the sacred mountain of Tigris, a perilous place full of snow and ice. Even the slightest loss of footing would have sent me cascading into the ravines below, and the never-ceasing blizzards assaulted me from morn to night. Before I knew it, even my food supply had run out, and I was left wandering that white desert alone, not knowing how much longer I had left. At times I had to fend off an assault of vicious monsters, while at other times I found myself almost plunged upside down the cliff sides. But while the experience may have been enough to take out most ordinary man, it wasn't enough to take me down. I clung desperately to the razor-sharp ice walls, making my way gradually farther into the mountain, never once letting my resolve waver. Erzählt Quatsch, das merkt ihr jetzt schon, ne? Man, you're so cool! No matter what happens, don't give up. That's my policy, and it should be yours too. Be like the mighty Captain O'Neill, invincible. Regardless, after overcoming countless trials and obstacles before me, I finally found that faintly glowing stone. My hands shook, but I reached out and picked it up. And the second I did, the raging wind stopped as if they had never been blowing at all. Then the morning sun began to shine down through the clouds above. The light hit the stone and it began to glow with a glistening radiant beauty. It was like something out of this world. Okay, cool. Aber ihr merkt schon, übertreibt ein bisschen. Ziemlich sehr. I've never heard of that before. It sounds so dreamy. See, I told you it was amazing. It must be so pretty and so cool. I wish I could find a pretty magical stone like that. Mr. O'Neill tells the best stories, doesn't he? Yeah, that was a great story. Okay, move your butt, Daniel. We're gonna find a happiness stone. What? Wait a second, Clem. Where do you think you're going? Where do you think? The only tall mountains around here are the Crone Mountains. Chloe said they were the tallest points in Liebel too. If we're gonna find ourselves a happiness stone anywhere, it's gotta be there. And we're gonna find one. We are. I'm gonna be an invincible guy just like Mr. O'Neill was. Clem, I understand why you're so desperate to find one. Really, I do. But Mr. O'Neill's stories are, well, you just wait here with Polly, Mary. We'll be back before you know it. Let's get moving, Daniel. Wait, Clem. Wait for me. I want to be an invincible guy too. Ja, das geht nicht gut aus, Leute. Just make sure the matron doesn't find out about what we're planning for a present, Mary. It's gotta be a surprise. I know that. But listen to me, Clem. Mr. O'Neill's stories are... Listen to me. Ja, das ist nicht so gut gelaufen. He's so stupid. Both for not realizing Mr. O'Neill's stories are all made up and for not listening to me trying to tell him. Working some of the testaments into one doesn't make the rest of what he's saying credible. It doesn't matter how long he spends trying to find a happiness stone, he's not going to. Still, I wish they really did exist. They sound so lovely. Sure. Mary? Mary? Earth to Mary? Hello? Hello? Oh, sorry. Don't make me jump like that. You really scared me. They went away now, but we still don't know what to do for the matron's present. What we gonna do? I'm surprised that story didn't have any effect on you. It might not be real, but I thought it was pretty touching. Touchy? She'll never be quite all there, will she? This is why I need to look out for everyone.
Let's just let Clem and Daniel do what they want. Clem's not going to listen to us even if we go after him anyway. Which means we're going to have to think up a present ourselves. If only I knew what would be good enough. Shall we go and have a look along the shore? There might be some pretty shells there. If we collect enough of them, we might even be able to make a necklace for her. That sounds like it might make for a good present, right? Okay, let's get going. Okay. Ach, guck mal, das können wir sogar selber machen. Ja dann, auf geht's. Frage ist nur, wo gehen wir jetzt hin? Also wir sollen nach einer schönen Muschel suchen. Ich würde erstmal, weil das hier direkt am Dorf ist, einfach hier runtergehen und eine Muschel suchen. Was haben wir denn hier? Mary looks in the sand for seashells. Oh, a pretty pink one. It's cracked. What a shame. Was haben wir jetzt? Oh, I can see any pretty ones around here. Gilt es denn für den gesamten Strand, oder? Wie habe ich das zu verstehen? I looked in the sand for seashells. Nope, nothing but garbage here. What kind of terrible person would throw a used cigarette on the beach? Adults can be so awful sometimes. Da sagst du was. Haben wir hier was? Can't see any nice looking ones around here. How nice it'd be to bump into a happiness stone. Das wäre echt cool. This one feels kind of nice in the hand, but I'm not very fond of the color. Prefer one a little lighter. Okay. Ja. Ja. It seemed like a good idea on paper, but I can't do much with it without any nice shells to use. I wish those happiness stones actually did exist. One of those would be perfect present for the matron. What you thinking about, Mary? That stone? Yeah. Polly, do you think it's possible that happiness stones might be real? Huh? Do you want one so you can be happy? Well, that wasn't really what I meant. Just, don't you think it would be romantic if someone like that, something like that really existed? Happiness is all around us. Uh-huh. What's that? What? I don't know, it's really shiny though. Is this ein happiness stone? A gold chain. Oh, so that's what it was. Well, it certainly counts as romantic, but I'm not sure a chain alone is going to make much of a present. We'll need a little more than that. You can have it if you want. You are the one who found it. Might be not fitting for a present, but it's still pretty. Take good care of it, okay? Okay. Oh. It's Lucia? Oh, Polly, Mary. Hiya, kids. Having fun playing on the beach? Yes, that's right. We're trying to find some nice shells, actually. Shells, huh? Well, take care, right? I'm not gonna tell you not to play here, but you just keep your eyes peeled for monsters. We will. Fortunately, there don't seem to be any here today. You going somewhere, Lucia? Well, I was. You know about the bazaar starting today in Manoria, right? Went to put up some posters for it in Rouen. You just reminded me of it, in fact. I want to go. You should totally go then. It'll be real fun, trust me. Okay, let's get a move on. Hey, don't tug on my arm like that. Tschüss. War schön mit euch. Wasn't he one of those braces who helped us before? I can't remember his name though. It was Connor, Alice, and Kurt, then him? What was his name? Mary? Mary! Oh, sorry, Polly, what is it? I want to go to the bazaar. The bazaar? Oh, right, sorry. Well, we might find something that works as a present there if we do. Okay, let's go if we find something. Yay! Wait a second. It's not safe to go running off on your own, Polly. Let's go together, okay? Okay. Ja, dann mach mal. So, warte mal. Kann ich die Truhe denn hier nehmen, die ich gesehen habe? Oh, isn't this? It's a treasure chest. Do you want to see what's inside? Okay, 3, 2, 1. Much to Mary and Polly's dismay, this chest is empty as can be. No! Diesmal sogar wirklich. Okay, dann auf zum Bazar. Und schauen wir mal, was uns dort erwartet.
Menorah Village. Okay, warte. Aber wo ist er denn? Hier ist ja gar kein Bazar. Voll frech. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fühle mich ein bisschen verkohlmeiert von den Leuten hier. Okay, dann fragen wir hier nochmal nach. Oh, you came after all. Well, it sounds like fun. Oh, it is. You'll have lots of fun, I guarantee it. Where in town is it being held, Lucia? It's in the cabin attached to the windmill. Go and buy tons of stuff, okay? Ah, okay, es ist ein kleiner Bazar in einem Gebäude drin. Na ja, dann rein da. Das sieht auch süß aus. Wow, this is so cool. Yeah, there's so much available here. I wonder if there's anything that would make a good present for the matron. There has to be with all that's here. Und sie schauen, ja, sie schauen und sie schauen herum. Aha. Sie bekommen einfach nichts mit. Vielleicht ist sie wirklich ein bisschen überarbeitet. A bazaar actually seems like the kind of place you might accidentally stumble upon magical items like the happiness stone. But I wouldn't even know where to start. Nothing I see looks like it anyway. There's something in particular you're looking for that I could help with? Maybe it won't hurt to ask. So, do you happen to know where I can find a happiness stone? A what? It's a stone that makes people happy just for owning it. I really couldn't tell you, sorry, sweetie. That's alright. Sorry for the trouble. Huh. You know, I do remember hearing a funny story about the Crone Mountains one time that might be worth hearing. I've got no idea if it's true or a bunch of hooey, but would you like to hear it? Yes, please. It's an old story I heard from my dad a while back. Something about them glowing gold all of a sudden once a year, around this time of the year as it so happens. Apparently if a traveler happens to be walking along them, at exactly that time they undergo what I can only describe as a strange experience. Then they become happy. Nice, isn't it? Okay. Also gibt's die jetzt vielleicht doch? Wir werden es gleich sehen. Phew. What should we do, Polly? This actually sounds like it might be true after all. Maybe there really is something up in the mountains. Mary? The golden glow, tall mountains, it all fits. Maybe there really is a happiness stone to be found there. She's not listening. I suppose it wouldn't hurt to go and take a quick peek up there, would it? Say, Polly, you know Clem and Daniel came to the bazaar earlier, Mary? What? They came to do some shopping and said they were going into the Crone Mountains. They said they're already in it too. Seriously, I didn't even notice. Well, you're spacing out a lot lately. I can't believe they're thinking of heading into the mountains. But Aunt Theresa's always telling us not to go any farther from the orphanage than Menorah. But do you want to go into the mountains too? That's, I'm planning on doing it to get her a birthday present. That's very different, and it'll only be for a minute or two. Besides, we've got to go and bring those two home now. That's important enough on its own. Then we can just search for the present while we're there. We can't tell the Matrona about this, right? Absolutely not. She can't know about the birthday present, right? Let's go. Stick close to me, Polly. Okay. Also gehen wir jetzt auch noch in die Berge. Okay. Bin mal gespannt, wie gut es läuft. Also, wir laufen und wir laufen und wir laufen in die Berge. Und wir laufen bis zu dieser Kreuzung. Und wir sind happy. Say, Polly, what do you think those happiness stones are really? Do you think Mr. O'Neill's right about them glowing with a pretty golden light? That'd be so wonderful. Huh? Oh, okay. Plötzlich sind wir nur noch alleine. I'm not saying that I believe him or anything, far from it. I'm just saying, if all that it is true, that they're a perfect present for me. What do you mean? Ich komme nicht so schnell hinterher. Wait, Polly? Don't tell me she's lost. Polly? Polly, where are you? Ja, hier war sie gerade, ne? Polly, Polly! I told her to stay close to me too. Und da ist sie. Where could she have gone?
She's hopeless. Das ist aber das Schöne, dadurch, dass wir das ja in der Perspektive gesehen haben, wissen wir ja, dass sie hier lang gelaufen ist. Eieiei. Hier vielleicht? Nein. Guck mal, an diese Nebengeschichte kann ich mich sogar kaum erinnern. Ich weiß gar nicht, wie es ausgeht. Wir werden es gleich sehen, ne? Polly, come on out. Polly. Huh. Can't find her anywhere. This is all my fault for being so careless. Shouldn't have taken my eyes off her. I never do this either. So why did I do it this time? Wait a second. Is this the right way? Which way did I come from again? Und jetzt hat sie sich selber verlaufen. Tja, so ist das halt, wenn man klein ist. Ist man sehr dumm. Nein. Polly, answer me, Polly. Da ist man einfach sehr unerfahren. Hat bestimmte Sinne noch nicht entwickelt. Where have you gone? Where am I? I've never been this far from the orphanage before. It looks like Polly's not the only one who's lost. What am I doing? I need to be strong and look after the other children. I've got to find Polly. This is all my fault. It's all my fault. I never should have believed in that silly story. Should never have taken Polly so far from the orphanage. Could I have messed up so badly? Tja. Oh. Ich finde immer noch, das sieht aus wie so ein Alien in so einer Glaskugel. Und wisst ihr, was ich meine? Puh. I've got to find Polly. If a monster like that finds her before I do, I don't even want to think about it. Please be safe, Polly. Polly! Willst du einen Cracker? Where are you, Polly? Answer me, please. Polly, please, just come on out. I know I messed up, so please just come out. Tja. I mustn't cry. I mustn't cry. Und der Nebel kommt. Das ist nie ein gutes Zeichen. It's mad chilly this time of year, huh? Huh? What's this? Maybe I should go catch some more. Who are you? Huh? What's the big deal? Don't scare a dragon like that. I thought my heart was gonna go pumping right out of my chest. Huh? Was that something on my face, little buddy? You're weird. Hey, it's way not cool to laugh that much. Sorry. What are you doing here anyway? Who, me? I was just keeping my head low while all that scary stuff was going down. Scary stuff? Like what? Like the Glorious and the Aureola and junk. Didn't you hear about them? I don't think so. Okay. Und jetzt hat die Best Buddy Mr. Dragon. Okay, are you a baby dragon? Yippers, I'm only 320 years old. What, really? You're so surprised, that's totally normal. It is? I'm not sure about that. Anyway, I'm bored, I want some grub. Do you know if there are any dandelions that bloom around here? Dandelions? Dandelions? Is that what you eat? Sunflowers are yummy-licious too. They taste just like the sun, no lie. I didn't know that. Oh, I know. Ta-da, you can have one of my super special sandwiches. They haven't gotten any dandelions or sunflowers in them, but they've got some plants from our garden in them. So I'm sure they'll have a sunny taste to them. Okay, open wide now. Bloop. So, what do you think?
That was so good. Made it all myself too. Aren't I amazing? Oh, you are crazy amazing. Can I have another one? Another one? But I've only got one left, and that one's supposed to be mine. Give me half then, pretty please. Well, I suppose I could. Okay, you win. Zack. Und sie sind Best Buddies und spielen jetzt im Nebel herum, weil warum auch nicht? Ah. Okay. Ja, und nu? It's sure getting chilly now. You think? Do you have trouble dealing with the cold? No, I do awesome with cold, I swear. It's nothing to be ashamed of. I go gather some firewood, okay? It'll get a lot warmer if we start a fire. Just wait here, okay? Okay. Can you be fast though, please? Yay, found some. Okay. Huh? I thought you were going to wait for me. But it's getting dark now. Being out in the dark alone is kind of scary. Oh, eine Umarmung. There. Feel any better now? Stop that, you're tickling me. You're so soft and you smell so nice. Oh, this smells like... I can't remember, the smell is just somehow familiar. I'll help you look for firewood too. That way we'll both be warmer. That sounds great. Okay, jetzt sind wir Best Buddies. Was haben wir hier? Get some. Firewood, also Holz in den Blumen? Ich meine, warum nicht, ne? Ich will ja hier niemanden judgen. Here's some. Okay. Hier geht's schon mal nicht weiter. Boah, die Kamera ist unglaublich nah dran für dieses Gebiet. Es ist sehr unangenehm für mich zu gucken. Here's some. Wie viel brauchen wir denn überhaupt? Mal in die andere Richtung. Hier geht's auch nicht weiter. Oh, I didn't think I'd find any here. I think this should be enough. Okay, this should do. Wait, we're going to need some fire to get this started, aren't we? Don't sweat it, I got this. Kommt der Dragon. Einfach übertreiben kurz. Wow, you can really breathe fire? Anyone can do it if they practice enough. No, they can't. Ah, they can. I only learned how to do it recently too. Oh, really? I wonder if I'd be able to do it if I practiced enough. I'm sure you could if you practiced for 320 years like me. I'm not even going to live that long. Ja, das ist nämlich das Problem. Wir könnten das alle, wir sind einfach zu früh tot. No. You're so soft. And I'm sure I know the scent from somewhere. But where? Kann ich dir auch nicht sagen. Bin ich ganz ehrlich. This is so warm. Gibt's noch einen Twist? Der Drache ist weg. Hatschu. Hä? Und der Drache ist weg. Hat es ihn jemals gegeben? Wir werden es niemals erfahren. Vielleicht doch, ich weiß es nicht. Ich kenne diese Tür wirklich gerade nicht mehr. Ich kann es euch nicht sagen. He's gone. I guess that's it. Ja, I guess I go home. Ja, aber dafür müsstest du erstmal den Weg kennen, gell? Und sie geht weiter durch die Wildnis. Ich muss sagen, die Geschichte ist irgendwie ganz cute. Aber das ist jetzt so ein Punkt, wo ich wieder daran bin, denke, völlig unnötig. Oh, sie hat Angst, darüber zu gehen. Oh. Eieiei. Ja, verständlich. Wow, aber optisch für den Titel wirklich schön gemacht. Mit Fun. I'm sorry. Oh, was kommt denn da? Wusch. Wusch.
Es ist der Drache. Er war also doch echt. You saved me. You can fly? I'm still a kid, so yep. Can you only fly if you're little? Well, no, grown-ups can too. It just causes problems. That's not much of an answer. Das ist schon echt ganz schick gemacht, muss ich ja mal sagen. Ein Blur-Effekt schön draufgelegt, ergibt da auch wirklich Sinn. Today's show was fun. What? Jetzt bin ich gerade selber verwundert, was das alles soll. Hat sie das vielleicht sich alles nur ausgedacht? Von ganz Anfang? Hey, are you okay? Wake up. Ach, guck. Ich wollte gerade sagen, sie ist niemals in die Berge gegangen. Oh good, she woke up. You okay, Mary? Huh? What happened to that weird monster? Monster? Were you attacked? No, but... There wasn't any monsters, just you. That's weird. Was that all a dream then? Mary! Mary! Zoom. Are you okay? Yeah, I'm fine. How can you be fine? I promised Chloe and Joshua that I'd protect everyone, I promised. If anything happened to you, I... Clem? Why do you always gotta try and do crazy things alone anyway? We were all gonna look for the matern's birthday present together. Don't go off and start doing dangerous stuff all by yourself. He's right, Mary. We were real... Ey, Leute, sprechen, ne? We were real worried about you. We were all looking for you together, cause you went and disappeared on us. I'm sorry, and thanks. Huh? What are you thanking us for? I wasn't worried or nothing. I just figured we could look for you while looking for a present. And you remember how Clem forgot to buy those decorations when he was in Mr. O'Neill's shop, right? That was why we went over to the bazaar to do a bunch of shopping there, so we could get what we needed for Matron's birthday. Siehst du, diesen Stein gibt's gar nicht, den hat sie sich ausgedacht. He said we had to go to do it cause it'd be a big pain in the butt for you. Shh, don't tell her everything. Anyway, then we headed over to the Crone Tray and... Oh, you're hurting me, Clem. I feel so happy for some reason. I feel like I just had a dream. A really, really nice dream. Mary? Are you okay? You aren't feeling sick or something, are you? Are you alright? Feeling dizzy or nauseous? Oh, I'm fine. I was just spacing out a little. Lots happened, you see? Okay then. Oh, I remember now. His name's Grant, isn't it? Okay, troops, let's start heading back. What? But we still haven't found a present yet. Maybe not, but you're all downright exhausted from looking around for one. The young lady here looks like she could do with some serious napping too. I'm fine, honestly. Nope, not hearing it. I'll escort you all back home, so take it easy and get some rest for today. If any of you were to get sick from overexerting themselves, the matron would be really upset, wouldn't she? You can always keep searching for a present tomorrow. I'll give you a hand, okay? Wow, really? Pretty cool for a guy who looks so boring. Ouch, just kick me down while you're at it, why don't you? Huh, what's this? Wow, that looks... You don't think that could be... Whoa! It's a happiness stone! Yeah, it must be. Also gibt's ihn doch. Clem suddenly chimmed that he had an idea as he took an old pendant out of his pocket. He'd grumbled that it was only something he stumbled upon at the bazaar. With everyone's encouragement, I decided to try setting the happiness stone in the center in hopes that it would fit. It fit perfectly too. It was as if they were always meant to be together. Polly's golden chain turned out to be the perfect length as well. Finally, we placed it in the small box that Daniel had kept with him, wrapped it in wrapping paper, and the perfect necklace was born. Aww. Huh? This is the same smell that Monster gave off. Is that because I gave her the happiness stone? Mary? I understand now. It's the warm smell of happiness.
Das war doch cute. Müsste jetzt auch zu Ende sein, glaube ich. Ja, Side Story, The Happiness Stone, finished. Received 12.000 Mira. Nice. Ich würde sagen, perfekt. Wir haben Story vorangetrieben und noch eine Tür geschafft, was im Umkehrschluss bedeutet, wir werden hier einen Cut machen und in der nächsten Folge dann direkt in den nächsten von den 4 Säulen springen. Ich weiß nicht, was uns als nächstes erwartet, aber ich hoffe mal, es geht ähnlich schnell voran. Wir haben jetzt nur 2 Folgen für die Schule gebaut, plus die Türen, das ist relativ schnell. Entsprechend würde ich sagen, behalten wir das Tempo bei und wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal. Tschüss!